Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo zur neuen frischen Folge beim Holy Home Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute sprechen wir über ein Thema, das wirklich viele von euch rumtreibt. Und zwar, wie könnt ihr mit wenig Eigenkapital eigentlich in das ganze Thema Immobilien einsteigen? Ja, viele von euch träumen ja vom Eigenheim oder haben eben auch schon mal überlegt, eine Wohnung als Kapitalanlage zu kaufen. Und ich zeige euch heute inspirierende Beispiele und Ideen, wie es andere geschafft haben. Deutschland ist ja immer noch ein Land der Mieterinnen und Mieter. Oft liegt es eben daran, dass viele denken, man braucht ein unglaublich großes Erbe oder ganz viele Ersparnisse, sonst klappt der Kauf ja nie. Und heute gehen wir mal der Sache nach, ob es auch mit wenig Eigenkapital geht. In dieser Folge will ich euch realistische Ideen vorstellen, wie ihr auch mit geringem Startkapital in Immobilien einsteigen könnt. Heute müssen wirklich alle die Ohren spitzen, die von der Immobilie träumen und sich eben auch mal inspirieren lassen wollen, wie es andere gemacht haben. Also, los geht's! Warum ist das Thema Eigenkapital überhaupt so ein großes Thema? Naja, es liegt einfach daran, dass beim Immobilienkauf die Banken traditionell eigentlich immer auch Erspartes wollen, also das sogenannte Eigenkapital. Ja, und bei einer Selbstnutzung ist es eben so, dass man eben bis 20-30% eben Eigenkapital mitbringen muss, plus die Nebenkosten. Ja, und das ist natürlich, wenn man gleich in ein großes Haus denkt, eine enorme Summe. Ja, und deshalb verfolgen dann auch ganz viele das Thema nicht mehr, weil sie einfach sagen, das ist absolut unrealistisch, dass wir da irgendwie 100.000, 200.000 Euro bei der Seite haben, um da irgendwie ein Haus zu kaufen. Ja, und dazu kommt eben auch, dass wir, wie wir alle wissen, die Zinsen ja seit Ende 2021 enorm gestiegen sind. Und dann ist es eben eine große Belastung, wenn man dann noch eben einen großen Kredit hat. Ja, und genau in diesem Spannungsfeld schauen wir uns das mal heute an, wie ein Immobilienkauf mit wenig Eigenkapital, wie das eigentlich funktionieren kann. Ganz wichtig ist auch, dass wir hier nicht vom schnellen Reichtum reden. Der Immobilieneinstieg erfordert immer Planung, Disziplin und auch Kompromisse. Und ich will auch ein paar Risiken noch erwähnen. Aber heute will ich euch zeigen, dass es trotzdem machbar ist und zeige euch eben auch echte Beispiele. Ja, und jetzt wird es ganz konkret und praxisnah. Ich habe euch 6 Ideen mitgebracht von meinen Gästen oder von meinen Bekannten, wie man eben auch mit wenig Eigenkapital in das Thema Immobilien einsteigen kann. Die Idee Nummer 1 ist Mikroapartments. Was sind Mikroapartments? Das sind einfach sehr, sehr kleine Wohnungen. So, ich sage jetzt mal so 20 Quadratmeter. Gerade für Anfänger sollte ihr nicht gleich ganz groß denken, in Haus, Mehrfamilienhaus, wo dann auch noch viel mehr dranhängt, was in so einem Haus mit Heizung, Dach etc., sondern eine kleine Wohnung, wo der Rest eigentlich über eine Hausverwaltung abgedeckt ist, wo ihr euch nur um diese kleine Einheit Wohnung kümmern müsst, ist für Einsteiger einfach wirklich ideal. Ja, und viele erfolgreiche Investoren haben es eben auch so gemacht. Zum Beispiel auch meine Gästin Anaïs Cusno, die letztens erst da war, hier im Podcast. Sie hatten eben auch mit einer ganz kleinen Wohnung angefangen. Und der Vorteil von so ganz kleinen Wohnungen ist, man braucht eben auch ganz wenig Eigenkapital, hat dann auch sehr geringe Nebenkosten und eben auch eine kleine Rate. Also es macht es einfach viel, viel leichter. Und in meinem Bekanntenkreis ein Freund aus Abi-Zeiten von mir hat es gleich mit seinem ersten Job nach der Uni gemacht. Und wirklich, wir sind alle neidisch, dass wir es damals nicht so gemacht haben wie er. Die Idee Nummer 2 sind kleine möblierte Wohnungen für Berufspendler oder Expats mit befristeten Mietverträgen. Das mache ich gerade selber. Ich mache dazu auch mal bald eine Solo-Folge, wenn ich quasi das Ganze jetzt dann geschafft habe. Ja, in einigen Städten und Regionen werden von Firmen für ihre Fachkräfte, die sie eben gerade aus dem Ausland holen, kleine Wohnungen gebraucht, in denen eigentlich schon alles drin ist. Da kommt der Arbeitnehmer mit einem Koffer aus dem Flieger und will einfach einziehen. So ein bisschen wie Airbnb, nur dass eben die Verträge länger gehen. Und schaut einfach mal, ob bei euch in der Nähe Firmen sind, die genau sowas vielleicht brauchen könntet. Da könnt ihr einfach auch mal anrufen in der Personalabteilung
und fragen, ob sowas vorkommt. Ich habe das eben hier auch über den Bekanntenkreis mitbekommen. Und dann ist es eben so, durch die Möblierung kann man dann eben mit einem Möblierungszuschlag verlangen und damit hat man schon mal eine höhere Kaltmiete. Ja, natürlich muss man auch die Möbel kaufen, das ist klar. Ja, und hier lässt sich aber mit Geschick auch was Hübsches bei eBay Kleinanzeigen zusammenstellen. Aber Achtung, mein Learning der letzten Wochen, das ist unglaublich aufwendig. Also man sollte es nicht unterschätzen, so wie ich es getan habe. Aber es funktioniert. Also mein erster Mieter zieht jetzt dieses Wochenende ein. Die Idee Nummer 3 ist Househacking. Also so nennt man den Trend gerade in Amerika. Im Prinzip heißt es einfach nur eine Teilvermietung. Das heißt, du kaufst eine Wohnung und einen Teil vermietest du einfach, wie in der WG, um einfach Einnahmen für den Kredit zu haben. Also du könntest dir zum Beispiel eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung kaufen, selber dann ein Zimmer bewohnen und die anderen Zimmer wie eine WG vermieten. Und das habe ich mir gedacht, Mann, ich habe so lange in WGs gelebt, das hätte ich eigentlich bei meinem ersten Job, wenn ich die erste Festanstellung habe, ich komme da gleich dazu, da habe ich eben auch lange in WGs gewohnt. Ich hätte dann diese Bonität gehabt, von der immer alle reden, aber ich hatte einfach keine Ahnung. Und ein anderes Beispiel, die das aber dann wirklich auch durchgezogen hat, ist meine Gästin Marielle von den Beziehungsinvestoren. Die haben sich eine Wohnung gekauft und haben ein Zimmer am Eingang als Airbnb-Zimmer quasi ausgestattet. Und das ist auch so separiert, dass das mit den anderen restlichen Räumen irgendwie so gar nicht zusammenhängt. Und sie hat gesagt, selbst da in Hanau, in der Nähe von Frankfurt, ist es regelmäßig ausgebucht und sie können eben damit ihren Kredit viel besser zurückzahlen. Wichtig ist hier, man muss halt trotzdem kreditwürdig sein für eine Bank, aber die erwarteten Mieteinnahmen, die können eben auch angerechnet werden. Aber natürlich sollte man auch konservativ kalkulieren, weil wer weiß, manchmal steht sowas vielleicht auch leer, bei Airbnb noch eher. Oder auch eine Miet kann einfach mal ausfallen. Aber grundsätzlich so eine Teilvermieten im Eigenheim, auch mit einer Einliegerwohnung, ist schon eine sehr clevere Strategie. Die Idee Nummer 4 nennt man Co-Investing in der Investorensprache. Co-Investing bedeutet nämlich, dass man eben mit einer anderen Person, es können auch mehrere sein, engeren Freunden eben was zusammen kauft. Und die Teilung erfolgt manchmal eben ganz klassisch, 50% vom Eigenkapital und jeder versucht auch so 50% von der Arbeit zu machen. Aber es gibt eben auch andere Deals, wie es eben Maike gemacht hat. Einer bringt die Kohle und der andere macht die Arbeit. Das geht auch. Beim Maike zum Beispiel ist es so, dass sie das Eigenkapital mitgebracht hat und ihr Bruder in Bochum hat den Umbau komplett organisiert und vor Ort eben sich auch um das ganze Thema Vermieten gekümmert. Was bei der Idee aber ganz wichtig ist, denkt daran, eine gemeinsame Finanzierung bindet die Beteiligten wirklich stark aneinander und es muss schon sehr vertrauensvoll sein. Deshalb wird das eben gern, ja, manchmal unter Ehepaaren, aber eben auch oft unter Geschwistern oder engen Freunden gemacht. Ja, und die Idee Nummer 5 ist eher was für Handwerker und alle DIY-Queens unter euch, die so ein bisschen das Risiko lieben. Und zwar ist es so, dass man sich eine optisch etwas heruntergekommene, abgerockte Wohnung kauft, die wirklich sehr, sehr klein ist, aber wo man so ein bisschen drauf guckt, dass das Haus generell an sich ganz in Ordnung ist. Und man zieht dann in diese abgeranzte Wohnung ein und saniert die dann Stück für Stück in Eigenleistung. Und nach 3 Jahren verkauft man sie dann wieder. Denn, das ist nämlich der große Unterschied, bei Eigennutzung kann man die schon steuerfrei nach 3 Jahren verkaufen, wenn sie vermietet ist, erst nach 10 Jahren. Dazu wählt ihr dann eben auch einen Kredit mit einer kurzen Zinsbindung. Ich sage jetzt eben auch, ihr müsst ein bisschen planen, so 3, 5 Jahre. Und dann zahlt ihr eben mit dem Verkaufserlös den Kredit ab, der natürlich dann hoffentlich höher ist, weil ihr die ja schön saniert habt. Und dann von dem, was übrig bleibt, kauft ihr euch dann, das ist ja dann wie ein Eigenkapital, das ihr einsetzen könnt für die nächste Wohnung, die auch wieder abgerockt ist und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Und Stück für Stück schafft ihr eben das dann, dass euer Eigenkapital steigt und dass ihr dann immer größere Wohnungen habt. Ich gebe es zu, das ist nicht für jeden, immer in der Baustelle zu leben, immer diese handwerklichen Sachen zu machen.
Aber der ein oder andere, dem macht es vielleicht total Spaß, der ist vielleicht handwerklich begabt oder liebt einfach das Thema Einrichtungen und für den ist das vielleicht wirklich eine coole Idee. Diese Strategie nennt man übrigens in der Fachwelt Fix und Flip. Man muss zwar jetzt nicht immer selber einziehen, aber wenn man eben Geld sparen will, kann man eben wirklich auch selber einziehen und dann diese Strategie mit diesen 3 Jahren umsetzen. Und jetzt kommt Werbung. Ja, wie ihr wisst, haben wir ja ökologisch saniert und deshalb war uns auch Nachhaltigkeit bei der Wahl unseres Energieanbieters total wichtig. Ja, und ich hatte früher so im Kopf, Ökostrom war immer so ein bisschen teurer. Ja, früher. Und jetzt habe ich aber gelernt, das stimmt gar nicht mehr. Da hat sich nämlich einiges getan in den letzten Jahren. Vor allem bei den günstigen Preisen von unserem neuen Versorger, den ich euch wirklich ans Herz legen kann, und das ist Polarstern. Polarstern ist nämlich ein echter Ökostromanbieter. Ihr bekommt dort immer 100% Ökoenergie, bei Strom genauso wie bei Gas. Und die haben auch diverse Spezialtarife für Haushalte mit PV-Anlage, mit Wärmepumpe oder mit Elektroauto. Außerdem bietet Polarstern auch ganz spezielle Lösungen an, wie zum Beispiel die Kaskadenmessung. Und dabei unterstützt Polarstern die Energiewende pro verkaufter Kilowattstunde so stark wie kaum ein anderer. Und zudem sind sie auch zertifiziert mit dem Grüner Strom-Label und fördern den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und weltweit in Entwicklungsländern wie Kambodscha und Madagaskar. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh ja Mann, ey, Strom wechseln, das wollte ich auch unbedingt machen. Und euch ist das Thema Nachhaltigkeit auch total wichtig und ihr wollt auch bei den Energiekosten einen günstigen Anbieter, dann schaut doch unbedingt bei Polarstern vorbei. Und wer mit dem Code HOLYHOME zu Polarstern wechselt, der bekommt sogar eine Gutschrift von 20 € auf die nächste Jahresabrechnung. Alle Infos und den Link findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, und die letzte Idee sind dann private Darlehen. Eigenkapital muss jetzt nicht immer auch geschenktes Geld sein von irgendwelchen Familienmitgliedern, sondern es kann eben auch geliehenes Geld sein. Ja, und manche Käufer nehmen dann eben auch Privatkredite auf über den Familienkreis und um das dann eben als Eigenkapital für ihren Kredit zu hinterlegen. Ja, hier empfehle ich natürlich immer kleine Kredite, die irgendwie auch tragbar sind und auch, dass ihr wirklich auch das vertraglich regelt und dass ihr dieses Darlehen dann eben auch verzinst und dass das dann eben auch bei den Steuern angegeben wird. Also generell Banken erkennen sowas an. Das wäre quasi ein Weg, den ihr machen könnt. Aber ganz wichtig ist eben auch, dass ihr da irgendwie alles so regelt, dass es da jetzt nicht zum großen Familienstreit kommt. Ja, das waren jetzt 6 verschiedene Ideen. Ihr seht schon, es gibt einige Wege, wie man nach Rom kommen kann. Und ich hoffe, die eine oder andere Idee war dabei, die euch inspiriert hat, wo ihr denkt, ah cool, also Co-Investing, vielleicht suche ich den in meinem Bekanntenkreis oder ich frage mal den einen oder anderen, ob er mit mir sowas machen will. Genau, aber vielleicht war auch eine Idee noch nicht dabei und ihr habt die schon umgesetzt, dann schreibt mir gerne. Ich bin total neugierig und freue mich auch mal, wenn ich mal wieder eine Home Story machen kann. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Finanzierung mit wenig Eigenkapital. Auch wenn man jetzt so, sage ich mal, so ein heruntergekommenes Mikroapartment sich kaufen möchte, muss man sich ja dann doch mit wenig Eigenkapital ein bisschen Geld von der Bank leihen. Grundsätzlich spricht man hier von Vollfinanzierung, also dass man einen Kredit ohne eigene Mittel nimmt. Und da gibt es 2 Stufen, das sind eben die 100% Finanzierungen. Da ist es so, dass man eben den ganzen Kaufpreis bekommt als Kredit und aber die Kaufnebenkosten, die ja meistens so 10% betragen, die muss man eben aus eigener Tasche zahlen. Das ist eben Grunderwerbsteuer, Notar und eventuelle Maklerkuratage. Und mit einer 110% Finanzierung, da ist sogar das noch inkludiert. Also da finanziert die Bank die Kaufpreis und die Nebenkosten dann eben auch noch. Das ist eine komplette Vollfinanzierung. Man muss aber sagen, seit der Zinswende ist es eigentlich nicht mehr so gang und gäbe. Denn man muss einfach dazu sagen, je höher der Finanzierungsanteil wird, also je höher der Prozentsatz der Finanzierung wird, also von 100 bis 110, desto strenger werden auch die Voraussetzungen, dass ihr die überhaupt bekommt. Warum? Weil die Bank einfach ein höheres Risiko hat. Ja, und dadurch, weil sie euch dann mehr Geld leihen, entstehen aber auch viel höhere Zinsen, als wenn ihr Eigenkapital einbringt.
Und wenn man ganz ehrlich ist, gibt es diese 100% Finanzierungen eigentlich nur für vermietete Immobilien und nicht zur Selbstnutzung, also wenn ihr selber einziehen wollt. Und da kommen wir jetzt zu den Voraussetzungen. Was müsst ihr da mitbringen? Und es ist, glaube ich, habt ihr das jetzt schon oft gehört, es ist eure Bonität. Also eure Bonität ist quasi das Eintrittsticket und die muss natürlich total gut passen. Ja, und da geht es um Themen wie euer Einkommen. Ihr braucht einfach ein gutes, stabiles Einkommen mit einem festen Arbeitsvertrag. Also da muss man einfach auch sagen, dass Selbstständige oder Menschen mit kleinem Einkommen also leider aber auch schwer ist, einen Kredit zu bekommen. Dann solltet ihr auch kaum weitere Belastungen haben, sowas wie Unterhaltspflichten oder andere Kredite, so Konsumkredite oder sowas. Das ist alles eben nicht so gern gesehen. Aber was eben auch ganz wichtig ist, eben die Immobilie selber, also die Objektqualität. Also die Bank schaut sich natürlich nicht nur euch an, sondern welche Bonität ihr habt, sondern eben auch die Immobilienbewertung. Und idealerweise kauft ihr eben eine Wohnung, die unter diesem Bankgutachten liegt. Und in der Folge 86 mit Maike Kipka erklärt sie das nämlich total gut und sie nennt nämlich auch ein Tool, wie man diesen Wert rausfinden kann. Das ist eben ziemlich cool. Ja, und wenn all diese Voraussetzungen jetzt wirklich top sind, ihr habt ein gutes Einkommen, einen sicheren Job, ihr habt keine Schulden, das Objekt ist gut. Ja, und dann könnt ihr eigentlich mal zur Bank gehen und euch einfach mal Angebote machen. Natürlich muss man jetzt auch die Risiken einer Vollfinanzierung nennen, denn die monatliche Rate ist natürlich höher, weil zum einen müsst ihr ja viel mehr Zinsen zahlen, weil ihr ja auch viel mehr Kredit aufnimmt. Aber es ist eben auch so, dass dass Banken eben auch eine höhere anfängliche Tilgung von euch wollen, manchmal bis zu 3%, damit der Kredit eben schneller schrumpft und für die das Risiko sinkt. Und das müsst ihr natürlich dann eben auch stemmen können, diese Raten. Und natürlich muss man immer wieder sagen, ihr müsst einen finanziellen Puffer beiseite legen, denn die WEG, also diese Wohnungseigentümergemeinschaft, kann einfach mal eine Sonderumlage beschließen, in dem zum Beispiel alle Fenster saniert werden müssen und dann hängt ihr da mit drin. Also das ist natürlich schon ein Risiko. Und natürlich auch das Thema Marktentwicklung ist immer ein Risiko, wenn ihr was mit 110% finanziert und die Preise sinken, so wie das wir jetzt auch seit 2021 gesehen haben, dass die Preise jetzt runtergegangen sind. Da wird es nämlich dann auch wirklich spannend für die Leute, die damals zu den Endzeiten von 2021 was gekauft haben, die das vielleicht jetzt dann irgendwann wieder verkaufen müssen, ob die da noch so gut dabei rauskommen. Also diese Risiken müsst ihr einfach dann immer auf dem Schirm haben. Ja, das war so ein kleiner Disclaimer, aber um jetzt das Ganze mal realistisch zu machen, habe ich jetzt 4 Hausaufgaben für euch mitgebracht, 4 kleine Takeaways. Und wenn ihr die 4 mal so macht, so nacheinander, dann steht ihr auf alle Fälle, ist der Berg, den ihr jetzt gerade vor euch seht, der so unglaublich groß ist, und ihr denkt, oh Gott, da komme ich nie drüber, dann kommt ihr auf alle Fälle schon mal auf eine sehr gute Station. Ihr habt zwar vielleicht noch nicht den Gipfel erreicht, aber ihr habt schon, sage ich mal, die erste Berghütte erreicht und von da aus ist es dann eben nicht mehr so weit bis zum Gipfel. Und zwar, die erste Hausaufgabe ist, dass ihr mal eure Finanzen überprüft und ein Budget kalkuliert. Also schaut einfach mal wirklich, wie viel Eigenkapital ist eigentlich da, wenn ihr was vermieten wollt, wie viel Kredit würdet ihr dann bekommen. Man kann immer so grob sagen, wenn man jetzt diese 100% Finanzierung nimmt, also ihr habt zum Beispiel 10.000 Euro, dann wären das die Nebenkosten und dann würdet ihr eben auch 100.000 Euro für eine Wohnung, für den Kaufpreis bekommen. Hausaufgabe Nummer 2, checkt mal eure Schufa und eure Bonität, weil das ist wirklich dann auch sowas, was die Bank sowieso macht. Schaut mal, es sind da keine offenen Handyrechnungen. Dann die Kreditkarten, zu viele einfach kündigen. Dann habt ihr noch kleine Konsumschulden von irgendwas. Dann einfach versuchen, die noch vielleicht abzubezahlen. Je besser euer Score, desto mehr vertraut auch die Bank, dass ihr einen hohen Kredit eben auch bedienen könnt. Ja, und jetzt muss ich euch sagen, das habe ich erst viel zu spät verstanden, denn die Bonität ist eure Währung. Also das ist das, mit dem ihr arbeiten könnt. Und das habe ich erst mit Mitte 30 so richtig kapiert. Also macht da nicht den gleichen Fehler, denn mit eurer ersten Festanstellung und wenn ihr eure Finanzen einigermaßen im Griff habt, und das haben ja viele, dann habt ihr im Normalfall eine gute Bonität und mit dem könnt ihr arbeiten
Und wenn ihr nur ein paar tausend Euro auf der Seite habt, könnt ihr dann eigentlich auch für eine ganz kleine Wohnung einen Kredit bekommen. Und das habe ich einfach viel zu spät verstanden, dass die Bonität so wichtig ist und dass man die oft hat und aber nichts daraus macht, weil man eben nicht die nächsten Schritte geht. Ja, und deshalb checkt eure Bonität und wenn die gut ist, dann macht was draus. Und dann recherchiert mal ein kleines Objekt mit Potenzial bei euch irgendwo in der Region, wo ihr sagt, es hat einigermaßen Potenzial, dass ich das auch immer wieder gut vermietet bekomme. Und schaut mal, was die kleinsten Wohnungen kostet. Die dürfen auch unscheinbar sein. Da dürfen die Fotos auch kacke sein, wenn ihr das noch renovieren wollt. Und dann schaut mal, wenn ihr da eben, sagen wir mal, die kostet eben 90.000 Euro, dann wären das 9.000 Euro Eigenkapital. Also genau, und vielleicht kann man dann aber auch noch handeln, weil ich habe zum Beispiel jetzt bei ImmoScout vorher gerade noch geguckt und habe eben gesehen, die allerbilligste Wohnung, da habe ich das nur durch den Quadratmeterpreis geteilt und der war eigentlich total überzogen. Das sieht man auch bei einer Skala bei ImmoScout und Immowelt immer eigentlich ganz gut, was der durchschnittliche Quadratmeterpreis ist. Und klar, kleine Wohnungen haben ein bisschen höheren Quadratmeterpreis, aber da war das jetzt eigentlich total überzogen. Das heißt, kann man schon noch ein bisschen nachverhandeln. Sucht euch mal 3 kleine Wohnungen raus und schaut die einfach mal an und überlegt mal, wie viel Eigenkapital ihr dafür brauchen würdet. Und wenn ihr Lust habt, dann geht die einfach mal besichtigen. Und wenn jetzt dann noch Lust habt, dann gibt's die 4. Hausaufgabe. Wenn eine von diesen Wohnungen, die ihr besichtigt habt, irgendwie passabel war, wo ihr sagt, okay, da kriege ich das mit dem Eigenkapital einigermaßen hin, meine Bonität stimmt, dann geht doch mal einfach zu so einer Finanzierungsberatung, nicht einfach zur Hausbank, weil die sind da vielleicht manchmal auch ein bisschen picky, aber so ein Finanzierungsvermittler, der einfach aus hunderten Krediten einen auswählen kann, der kann euch auch da die besten Konditionen raussuchen und lasst euch einfach mal ein Angebot machen. Und ich sag's euch, wenn ihr diese 4 Schritte einfach mal gemacht habt, dann steht ihr an einem ganz anderen Punkt. Und zwar seid ihr dann nicht mehr im Tal, sondern ihr seid schon auf 1000 Höhenmeter auf der ersten Bergalm. Und es fühlt sich einfach total anders an, wenn man den Prozess einfach schon mal durchgespielt hat bis dahin. Da ist noch nichts passiert, ihr habt noch nichts unterschrieben. Aber mental seid ihr viel selbstbewusster geworden. Das verspreche ich euch, weil ihr denkt euch, cool, ich bin kreditwürdig. Ich könnte mir diese Wohnung jetzt kaufen, wenn ich wollen würde. Mache ich vielleicht aus den und jenigen Gründen nicht, weil ich noch warte oder so. Aber ihr steht einfach schon an einem ganz anderen Punkt. Ihr habt den Prozess auch zum Teil dann eben schon durchlaufen. Ihr habt Erfahrungen gemacht. Und das ist einfach wirklich die halbe Miete, sage ich euch. Genau. Denn nicht warten, sondern starten. Das ist irgendwie so ein Spruch, den man in der Immobilienwelt immer sagt. Man muss eben nicht reich sein, um die Immobilien zu investieren, wenn ihr eben wirklich in ganz kleinen Einheiten schaut. Und vollkommen richtig, man muss noch auf ganz, ganz viele Dinge achten, die ich auch in meinen Interviews immer bespreche. Und genau, von Schimmel und Zinsbindung. Also es gibt noch 1000 Sachen. Aber ich glaube, das Loslaufen, das ist das Wichtigste, weil man kann sich dann Schritt für Schritt dann eben auch schlau machen. ChatGPT ist übrigens da ein absoluter Segen, mit dem ihr da als Sparring-Partner auch die ganzen Sachen durchbesprechen könnt. Da mache ich mal eine extra Solo-Folge, wie viel ich schon mit ChatGPT über das Thema Immobilien geredet habe und auch wirklich gute Ergebnisse hatte. Aber egal, also ich will euch nur motivieren, loszugehen. Denn wenn man so einen Traum hat, wie eben so eine Immobilien, dann ist es eben ganz wichtig, dass man einfach mal anfängt und den allerersten Schritt macht. Und wenn es nur ist, die Schufa-Auskunft sich zuzuschicken zu lassen und zu denken, okay, ich bin gar nicht so schlecht. Und denkt immer dran, auch eine ganz lange Weltreise beginnt mit dem allerersten Schritt, mit der ersten Recherche, mit dem ersten Ticket, das man sich kauft. Und auch da ist es so, einfach den ersten Schritt gehen und den zweiten. Und dann wird alles leichter. Ja, das war die Folge jetzt mit wenig Eigenkapital zur ersten Immobilie. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen motivieren und euch die Angst nehmen und euch auch so inspirieren mit manchen Beispielen. Also go for gold, meine Lieben. Ja, und wie geht's jetzt in diesem Podcast weiter? Nächste Folge habe ich die Wohnpsychologin Melanie Fritz zu Gast
Und wir diskutieren das Thema Konflikte in der Beziehung von der Besichtigung bis zur Baustelle. Ja, und ich kann euch sagen, es ist mega interessant, denn eine Psychologin schaut auf so Konflikte nochmal ganz anders. Und ich habe gelernt, dass es 7 verschiedene Wohnbedürfnisse gibt, die hinter all diesen Streits stecken. Und dass man sich das eben total klar machen kann. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, hatte da so eine kleine Erleuchtung. Also freut euch schon auf die nächste Folge. Ja, und wenn ihr jetzt noch Freunde und Bekannte habt, die auch überlegen, eine Immobilie zu kaufen und ihnen diese Folge inspirieren könnte, dann teilt doch unbedingt diese Folge mit ihnen. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.